Hallo Leute, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Freunde, heute zeige ich Ihnen, wie Sie Kauf- und Verkaufssignale auf einem 1-Minuten-Chart erstellen. Ich zeige Ihnen, wie Sie Taktiken erstellen. Heute machen wir also ein Scalping. Also werden wir Händler sein. Lassen Sie mich Ihnen sagen, was ein Trader ist, Freunde. Wir nennen Trader und Scalping-Prozessoren Scalper für Leute, die die Position schließen, indem sie in Zeiträumen von weniger als 15 Minuten Gewinne von 0,15%, 0,20%, 0,50% mitnehmen. Haben Sie keine Angst vor den niedrigen Gewinnraten hier. Weil wir in 1-Minuten-Perioden handeln und die Möglichkeit haben werden, Hunderte von Trades zu eröffnen. Manchmal geben wir die Transaktion 100 Mal am Tag ein, manchmal geben wir die Transaktion 10 Mal am Tag ein. Deshalb kassieren wir die 0,50, 0,20 Gewinne am Ende des Tages. Wenn wir den Tag am Ende mit 5% Gewinn und 3% Gewinn abschließen, sollten wir uns darüber freuen und das ist ein toller Erfolg. Mit anderen Worten, lassen Sie es mich so sagen, wir eröffnen Trades bei kleinen Preisbewegungen und nehmen Gewinne bei kleinen Preisbewegungen mit. Zum Beispiel müssen wir die Preisbewegungen in unserem aktuellen Chart erfassen. Wir müssen die Preisbewegungen dort drüben finden. Wir müssen die Erhöhungen da drüben finden, Leute. Leute, wir müssen die Preise hier und die Preisbewegung dort finden, hier in den Handel einsteigen und hier den Gewinn mitnehmen. Und wir nennen sie Scalping Trades. Freunde, bevor ich zum Video übergehe, meine Telegram-Adresse steht in den Beschreibungen des Videos. Wenn Sie in dem von mir beschriebenen Schulungsvideo einen Punkt im Kopf haben, können Sie zu meinem Telegram-Kanal kommen und mir Fragen stellen. Nichts, was ich hier beschreibe, ist Anlageberatung. Ich versuche Ihnen zu zeigen, wie man eine Strategie erstellt und wie man Scalping durchführt. Freunde, ich hoffe euch gefällt das Trainingsvideo. Vielen Dank im Voraus, dass Sie mir zugehört und zugesehen haben. Ich komme zu unserem Trainingsvideo, Freunde. Heute werden wir 3 Hauptindikatoren verwenden, wir werden 2 dieser Indikatoren miteinander bestätigen und wir werden den Handel mit dem anderen verlassen. Ja, jetzt komme ich zum Indikatorenteil und öffne unseren ersten Indikator, EMA, Freunde. Ich ändere die Eingangseinstellungen des EMA nicht, seine Standardeinstellung, die 9 ist, bleibt konstant. Ich werde unsere EMA-Linie nur ein wenig verdicken, damit wir sie klarer sehen und ihre Farbe ändern können. Lassen Sie es uns so verdicken. Das ist okay, Jungs. Ein weiterer Indikator ist der Markt. Freunde, ich zeige Ihnen 2 verschiedene Eingabeeinstellungen für die Marktanzeige. Weil die Strategie, die Sie in Scalping-Strategien und Scalping-Taktiken anwenden, nicht immer funktioniert. Es funktioniert nicht auf jedem Diagramm, da jedes Diagramm anders rendert und sich entsprechend verhält. Wir müssen auf jeden Fall verschiedene Eingabeeinstellungen in den von uns geöffneten Diagrammen ausprobieren. Seien wir uns dessen bewusst. Deshalb werde ich Ihnen heute 2 verschiedene Eingabeeinstellungen geben, Sie können sie in der Grafik ändern und ausprobieren. Wenn Sie beispielsweise das Diagramm öffnen, sind diese Einstellungen in diesem Diagramm besser, die gleichen Einstellungen in dem anderen Diagramm sind nicht gut. Deshalb verwenden Sie die 2 Einstellungen, die ich Ihnen gebe, denken Sie daran. Es gibt keine Regel, dass eine Scalping-Strategie oder Taktik auf jedem Chart korrekt funktioniert. Es funktioniert sehr gut auf dem aktuellen Chart, nicht auf einem anderen Chart. Die Einstellungen, die ich Ihnen bereits gegeben habe, sind 1-Minuten-Einstellungen. Ich gebe die Einstellungen für den Handel auf 1-Minuten-Charts, Freunde. Ich öffne Markt aus dem Abschnitt Indikatoren. Von hier aus öffne ich Markt, das auch begrabene Freunde ist. Ich öffne die Eingabeeinstellungen von Markt. Wir ändern die Eingabeeinstellungen des Markt. Ich sage, unsere anfänglichen Eingabeeinstellungen sind 1248664 Freunde. So habe ich die Einstellungen geändert. Wir haben Markt und EMA geöffnet. Ein weiterer Indikator sind Freunde. Der andere Indikator ist der Laguerre RSI-Indikator, Freunde. Ich habe Ihnen noch nie davon erzählt und denke darüber nach, in naher Zukunft ein Trainingsvideo dafür zu drehen. Wir verwenden LASI, das wir Laguerre RSI nennen,
das uns von unserem Freund Quanz Özbilgig vorgestellt wurde. Auf die gleiche Weise, nachdem Sie unseren Indikator geöffnet haben, Freunde, erscheint er hier unten. Ich ändere auch die Eingabeeinstellungen von diesem. Aber wir ändern nur eine Einstellung davon. Wir ändern hier die Eingabeeinstellung und setzen sie auf 0,7, wie Sie sehen können. Und wir haben gesehen, dass sich Referenzintervalle ändern. Es ist besser, wenn ich die Einstellungen ändere, Freunde. Ebenso wird es besser, wenn ich die Markteinstellungen ändere. Was machen wir jetzt, Jungs? Wir werden 3 Indikatoren verwenden, die wir EMA, Markt und LASI nennen. Hier achten wir bei der Verwendung auf Folgendes: Wir werden den LASI-Indikator sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf verwenden. Leute, es gibt Orte, an denen wir vorsichtig sein müssen. Wenn wir beispielsweise in den Handel einsteigen, achten wir auf den Referenzbereich, der die 80-Region in LASI auf dem 1-Minuten-Chart ist. LASI muss über der 80-R-Zone liegen, um ein Kaufsignal für uns zu generieren. Wenn wir uns hier beispielsweise ansehen, liegt LASI über 80, aber weder Markt erzeugt ein Kaufsignal, noch erzeugt EMA ein Kaufsignal. Auf diese müssen wir achten. Zeigen wir es euch. Fangen wir hier an, wir handeln auf dem 1-Minuten-Chart. Zuerst schauen wir uns den Markt mit den Eingabeeinstellungen an, die ich gebe. MACD überquerte hier das Blau nach oben und bildete ein Kaufsignal. Aber hier muss der Preis über dem gleitenden 9-Tage-Durchschnitt schließen. Darauf müssen wir achten. Leute, erstmal suchen wir jetzt. Der Markt hat ein Kaufsignal gegeben, der Preis hat die Kerze am EMA geschlossen, aber LASI ist hier, wie Sie sehen können. Also, was machen wir hier? Was wir gesagt haben, Freunde, wir kaufen, wenn LASI nach oben kreuzt, das heißt, wenn LASI in der Region 80 nach oben kreuzt. Und wenn LASI hier oben kreuzt, kaufen wir, wenn es unten kreuzt, verkaufen wir. Wir handeln also mit dieser Kerze, Freunde. LASI kreuzt auf. Und bei der Kerzenöffnung hier entspricht es diesen mitten in dieser Region. Nehmen wir also an, wir handeln hier in dieser Region. Nach dem Einstieg in den Handel von hier aus gibt LRSI ein Verkaufssignal, wenn wir es uns ansehen, Freunde, wenn wir uns diese Region ansehen, gibt es ein Verkaufssignal in dieser Region und kreuzt direkt nach unten. Und hier bleibt uns ein Gewinn von rund 0,10%. Natürlich gibt der Markt in der Zwischenzeit immer noch ein Kaufsignal. Aber wenn wir ein Scalping durchführen, haben wir keine Zeit, so lange auf dem Chart zu warten. Denn die Profitraten zwischen 0,10, 0,20 sind uns wichtig. Ich gehe ein wenig weiter und schaue mir hier Jungs an. Hier erzeugt der Markt ein Kaufsignal. Genau hier und wie Sie sehen können, befindet sich LASI auch in dieser Region, über der 80R-Region. Und hier erzeugt es ein Kaufsignal für uns am Ende dieser Kerze. Wir wechseln genau hier zu einem Kaufsignal und bis zu dem Punkt, an dem LASI ein Verkaufssignal gibt. Nun schau, LASI hat hier ein Verkaufssignal gegeben und hat hier jetzt eine Gewinnrate von 0,77% angegeben. Aber wer Scalping handelt, wird hier nicht so lange warten. Lassen Sie mich Ihnen jetzt noch einen Tipp geben. EMA, unser gleitender Durchschnitt, diese Orangelinie, Freunde, wenn es eine Lücke zwischen den Kerzen und dem Chart gibt. Mit anderen Worten, es öffnet sich mit den Kerzen und es gibt eine Lücke dazwischen, wenn Sie dies sehen. Hier bewegt es sich zum Beispiel mit Kerzen und EMA ist nah an Kerzen. Aber hier gibt es eine Lücke, Freunde. Sobald der Abstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und den Kerzen größer wird, gehen die Scalper sofort in den Verkauf. Weil sie vorhersagen, dass der Preis jetzt sinken wird, also Freunde, wird ein Scalper, der hier kauft, höchstwahrscheinlich seine Position dort verkaufen. Warum hier verkaufen? Weil eine schöne bullische Kerze angekommen ist und hier die Lücke zwischen dem gleitenden Durchschnitt und den Kerzen groß ist. Und für die Trader-Person generiert dies ein Verkaufssignal. Mit anderen Worten, er wartet hier nicht auf das LASI-Signal, er wartet nicht auf Markt, er schließt die Transaktion direkt hier ab. Schauen wir uns also die Gewinnquote da drüben an, Leute. Nehmen wir an, ich handele hier, genau dort, wo LASI ein Kaufsignal gibt.
Und ich verkaufe hier mit einem Gewinn von 0,56, Freunde. Lasst uns wieder woanders suchen, Freunde. Zusammen mit Markt beispielsweise erzeugte er hier ein Kaufsignal. Was wir sagen, Freunde, wenn LYSE in der 80R-Region abschneidet, erzeugt dies bisher ein Kaufsignal für uns. Nehmen wir an, dass wir hier in den Prozess einsteigen, nehmen wir an, dass wir den gleichen Weg von der genauen Kreuzung hier eingeben. Wir verkaufen zu dieser Kerze und wie Sie sehen, Freunde, bleibt uns ein Gewinn von 0,04. Mit anderen Worten, hier schließen wir die Transaktion tatsächlich mit dem Gewinn, den wir erhalten, sowie der Provision ab. Warum gibt es einen Provisionsverlust? Weil wir beim Kauf eine Provision zahlen und beim Verkauf eine Provisionsrate zahlen. Deshalb, Freunde, kommt uns der Gewinn von 0,04 in keinster Weise zugute. Also Freunde, die Gewinnraten, die wir bei Scalping-Transaktionen erzielen, sollten immer über 0,10% liegen. Die Gewinnraten, die wir unter 0,10% erhalten, verursachen uns aufgrund der Provision einen Verlust. Auf die gleiche Weise untersuchen wir unser Preisdiagramm. In der Tat, gehen wir zur letzten Transaktion, Freunde hin oder her, zur letzten Transaktion, es ist keine Anlageberatung. Wir bekommen viele Gelegenheiten, weil es ein 1-Minuten-Chart ist. Es erzeugt dort drüben ein Kaufsignal, wie Sie sehen können, kreuzt LYSE nach oben. Auch Markt schneidet hier und erzeugt ein Kaufsignal. Und es gibt uns hier ein vollständiges Verkaufssignal, es bringt uns dazu, die Transaktion zu verkaufen, Freunde, genau dort, wo sie sich schneidet. Wo es uns also ein Kaufsignal gibt, ist es über dieser Kerze, wo es ein Verkaufssignal gibt, ist es am unteren Rand der roten Kerze. Auch hier geben sie uns eine Gewinnrate von 0,50, Freunde. Gehen wir auf die gleiche Weise zurück. Wie Sie sehen können, erzeugt Markt hier ein Kaufsignal, aber LYSE hat die 80R-Region noch nicht überschritten. Wir handeln in über 80 Regionen, Freunde. Also handeln wir mit dieser Kerze. Hier steigt sie jetzt über die 80R-Zone. Und hier geben wir die Transaktion ein, wir verlassen die Transaktion in dieser Region. Wir verlassen den Handel gemäß LYSE, diese Kerze hier nimmt uns aus dem Handel. Und schauen wir uns hier die Profitrate an, Freunde. Nehmen wir an, wir treten von hier ein und sagen wir verlassen hier. Es hinterlässt uns eine Gewinnrate von 0,31. Freunde, worauf wir hier achten müssen, ist, wie Sie sehen, dass es im 1-Minuten-Chart viele Gelegenheiten gibt. Es bietet hier eine Chance, dann bietet es hier eine Chance, wie Sie sehen können, bietet es in dieser Region eine Chance. Das Ziel hier ist also, nicht aufgeregt und in Panik zu geraten, denn es ist ein 1-Minuten-Chart, Sie werden hunderte von Gelegenheiten sehen. Nutzen Sie diese Möglichkeiten also gut. Die Gewinnraten sind hier immer klein, das Ziel ist hier, die kleinen Gewinnraten am Ende des Tages einzusammeln, um einen Gewinn zu erzielen. Jetzt erzähle ich euch die wichtigen Tricks, Freunde. Wenn unser gleitender Durchschnitt nicht dem Preis, der den Kerzen, folgt, sondern sich etwas nach unten bewegt, wenn Sie in den Handel einsteigen, können wir vorhersagen, dass hier ein Rückgang eintreten könnte. Leute, es wird hier nicht breiter, wie ich euch gerade gezeigt habe. Wenn Sie eine Verbreiterung wie diese sehen, können wir vorhersagen, dass der Preis sinken wird, Freunde. Auf dem 1-Minuten-Chart beim Traden, Freunde, lasst uns darauf achten. Lassen Sie mich Ihnen dann noch einmal die Einstellungen des Marktindikators zeigen. Markteinstellungen sind 1, 2, 4, 8, 6. Jetzt zeige ich Ihnen andere Einstellungen. Freunde, jetzt ist die andere Einstellung 5 bis 34, 9. Wie Sie sehen können, hat sich Markt geringfügig geändert. Wir haben gesehen, dass es in den letzten Einstellungen, die wir eingegeben haben, ein etwas früheres Signal gab. Sie können sie also auf Diagrammen ausprobieren, es gibt keine bestimmte Einstellung, die auf jedem Diagramm funktioniert. Sie können auch andere Markteinstellungen verwenden, die ich Ihnen gegeben habe. Lassen Sie uns all dies beim Handeln beachten, und Freunde, wenn Sie ein Scalping durchführen möchten, denken Sie daran, dass Sie, sobald Sie in den Handel einsteigen, Ihre Stop-Loss-Zone bestimmen. Also, was ich meine, wenn Sie hier in LYSE handeln,
das ich Ihnen gezeigt habe, folgen Sie Markt und EMA, aber behalten Sie LYSI im Auge. Da es sich um ein 1-Minuten-Diagramm handelt, das sehr schnelle Reaktionen liefert, lassen Sie sich davon nicht in die Irre führen. Folgen Sie nun auch hier LYSI. Verkaufen Sie, wenn LYSI ein Verkaufssignal gibt. Stellen Sie sich das so vor, Freunde, zum Beispiel gibt es hier ein Kaufsignal, aber der Preis geht hier über den gleitenden Durchschnitt. In diesem Bereich können Sie ein Risiko eingehen. Sie sagen, dass Sie den Handel schließen, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt und unter den gleitenden Durchschnitt fällt. Und so kommen Sie vor Markt in den Handel. Ich gebe zum Beispiel ein Beispiel, Freunde, wenn Sie vor Markt in den Handel einsteigen, können Sie dieses Risiko eingehen. Aber dann schneidet sich Markt auch, schauen Sie, Markt schneidet sich hier, also können Sie die Transaktion hier an der Marktschnittmenge eingeben, nicht hier. Sie kaufen es hier, LYSI gibt dort ein Verkaufssignal. Es gibt hier ein Verkaufssignal, sodass Sie die Transaktion hier verlassen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, sagen wir, Sie kaufen hier, Sie verkaufen es hier. Es ergibt einen durchschnittlichen Gewinn von 0,76%. Wenn wir uns die Transaktion ansehen, sehen wir, dass die Kerzen immer noch über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Wissen Sie, Sie können die Strategien, die ich hier beschrieben habe, komplett selbst entwickeln. Sie handeln beispielsweise nur auf Charts, bei denen der Preis über dem gleitenden 9-Tage-Durchschnitt liegt, und wenn eine Kerze unter dem gleitenden Durchschnitt schließt, schließen Sie den Handel. Wenn die Kerzen beispielsweise über dem gleitenden 9-Tage-Durchschnitt liegen und unter dem gleitenden Durchschnitt schließen, können Sie den Handel dort schließen und verkaufen, Freunde. Sie werden später wieder in die Transaktion einsteigen, wenn der Preis darüber steigt. Aber benutze keinen Indikator alleine, sage ich immer, das Wichtigste ist, die Tricks der Indikatoren zu finden und sie gut zu nutzen. Das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Es gibt hunderte solcher Scalping-Handelsstrategien und Taktiken. Und ich werde dir alles darüber erzählen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und dir gefällt das Video. Danke, dass Sie mir zugehört haben, passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.